Hallo, am Anfang fand ich das schwierig für uns so einen Rhythmus und eine Struktur zu finden für den Tag und habe mich aber umso mehr gefreut, jedes Mal, wenn ich das so ein Stück weit was Neues gefunden habe, wo ich dachte, so, das passt jetzt für uns und wo das dann immer mehr eine wirkliche Struktur war und empfinde das als total entlastend und ja, dass der Tag irgendwie so viel mehr Spaß macht. Was mir geholfen hat, ist dieses Buch. Da ist nicht nur so ein Nachschlagewerk für Kinderkrankheiten, sondern stehen eben auch viele pädagogische Sachen drin und eben auch zum Tagesrhythmus. Und da steht zum Beispiel eben, dass besonders in der frühen Kindheit die Pflege der Rhythmen besonders wichtig ist, weil der Säugling ja noch keine eigenen hat. Und das eben Krankheits- und Kraftlosigkeitszustände fördert, wenn eben kein Rhythmus da ist, jahrelang. Und das dann eher zum Zusammenbruch und zur Erschöpfung führen kann. Und auch, dass eben regelmäßig rhythmisch durchgeführte Tätigkeiten zur Gewohnheitsbildung führen. Und Gewohnheiten sind ja auch so das Grundgerüst jeder Persönlichkeits- und Charakterbildung. Zum Beispiel, wer sich halt gewöhnt hat, regelmäßig zu essen, regelmäßig zu schlafen, der hat natürlich auch viel mehr Energie. Und also der Tag ist so gegliedert in Arbeit und Erholung, Anspannung, Entspannung und hat ein sinnvolles Verhältnis zueinander. Wenn man das nicht hat, ist die Gefahr halt viel leichter, zum Beispiel, dass man sich dann bei Anforderungen überschätzt, weil man ja, also gerade eine Struktur heißt ja auch, dass man immer wieder überlegt, wie passt das für mich? Also, dass man sich ja auch kennenlernt, wann brauche ich Erholungen und nicht einfach drauf losmacht. Genau, also es gibt Kraft zum Durchhalten und man gewinnt einen besseren Sinn für gesunde Maßstäbe. Ich finde auch, dass man wirklich viel besser auch ein Gespür für sich kriegt. Und das Schöne ist ja, dass man gerade so als junge Familie eben seinen Rhythmus selber kreieren kann. Und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, dass man wirklich das so macht, wie es zur eigenen Familie halt dazu passt. Am Anfang im Wochenbett, da war das bei uns so, dass wir regelmäßig gegessen haben und regelmäßig geschlafen haben einigermaßen. Und sonst gab es nichts Regelmäßiges, weil gestillt habe ich nach Bedarf. Und das hat dann schon noch ein paar Wochen gedauert, wo ich dann auch rumprobiert habe, was könnte man machen. Und habe es dann angefangen, dass vormittags so eher die Zeit ist zum was erledigen, putzen und tun. Und nachmittags zum Spazierengehen, irgendwie Freunde treffen und was unternehmen halt. Die Schlafzeit von unserer Tochter hat sich relativ schnell eingestellt, aber tags war es nicht so einfach, so wirklich einen Rhythmus zu finden, weil das Stillen wurde einfach, also hat sich kein Rhythmus ergeben. Ich hatte irgendwie den Eindruck, immer wenn es kurz davor war, dann kam irgendwie ein 3-Tages-Fieber, wo man ja dann wieder mehr stillt. Dann kam der Hochsommer und bei Hitze stillt man ja wieder mehr. Und so hat sich der Rhythmus von den Mahlzeiten nicht ergeben bis zum ersten Brei. Da fand ich das dann spannend, dass ich halt wirklich, der erste Brei war dann bei uns der Mittagsbrei und ich habe die Uhrzeiten an unsere Essenszeiten angepasst. Und das hat dann vom ersten Tag an funktioniert, dass das wirklich immer zur selben Zeit war und dass wir auch immer denselben Spruch gesprochen haben vorm Essen und ich gemerkt habe, das funktioniert so, also das hat so gepasst. Dann kam der Abendbrei dazu mit einem anderen Spruch, dann kam der Nachmittagsbrei dazu mit einem kurzen Liedchen davor und dann irgendwann auch der Morgenbrei. Das hat eben auch sehr gut geklappt, so mit dem Essen, dass wir da viel Freude damit hatten. Und unter dem Video schreibe ich ein paar so Tischsprüche dazu, die man sprechen kann. Und ich war nicht sicher, ob ich das machen will, weil ich dachte, weiß nicht, braucht es das oder so. Wenn man das aber ausprobiert, das kann ich total empfehlen. Also unsere Tochter liebt es, die hat so glücklich immer geguckt und das ist auch das Schöne eben an Ritualen und Rhythmen, dass das Kind das wiedererkennt und sich einfach freut, oh, das kenne ich. Und also ich glaube auch halt, dass Kinder einfach dieses Andächtige total mögen. Und ich habe das so kombiniert, also morgens sagen wir, guten Morgen, lieber Tag, wir freuen uns auf dich. Also das habe ich mir einfach so überlegt, dass man das wie als Spruch spricht und da haben wir auch total viel Freude dran. Genau. Solche Kleinigkeiten wie, dass man einen festen Badetag hat, finde ich
hilft auch. Oder was wir relativ früh hatten, auch wie der Badetag, den hatten wir sehr früh, das war ein Guten Morgen-Lied. Also dass ich ein Lied halt immer morgens gesungen habe. Und dann auch die Lieder für abends habe ich ausgedruckt, an die Wand gehängt, dass ich sie halt erstmal lerne, weil ich sie noch nicht auswendig konnte. Und das ist ja auch, also dass man wie so eine Morgenstimmung hat, wo das Kind erkennt, oh, jetzt ist Morgen, eine Abendstimmung kreiert, kann man sich ja auch selber alles Mögliche dazu überlegen, dass das Kind eben gut erkennen kann, jetzt ist es Abend. Das finde ich auch schön. Und wichtig finde ich auch, dass man nicht nur denkt, okay, jetzt irgendwie Hauptsache Struktur, sondern immer überlegt, um was geht es eigentlich. Und ich würde sagen, es geht ja um Ausgleich eben zwischen, dass man was tut und dass man sich ausruht, also dass das Baby dann halt auch genug schläft. Und das verändert sich natürlich auch immer. Also bei allem Rhythmus ist es natürlich so, dass das Kind ja vorgibt, also die Schlafzeiten ändern sich ja von 3 Schläfen tagsüber oder am Anfang 4 zu jetzt gerade 2. Und einer, der ist wahrscheinlich auch bald nicht mehr. Und trotzdem finde ich, während dieser ständigen Veränderung geht es trotzdem immer wieder einen Rhythmus dabei zu haben. Ein wichtiger Punkt, finde ich, ist auch, dass es eben keine Überforderung gibt und natürlich auch keine Unterforderung, also dass es halt auch ein Angebot gibt. Das merkt man natürlich, auch wenn das Kind unzufrieden ist oder halt, weiß nicht, nach was Neuem irgendwie strebt und sucht und man merkt, es irgendwie braucht jetzt ein Angebot, dass man dann halt auch wieder guckt, wie kann man das in den Tagesablauf reinkriegen. Dann ist ja auch die Frage, wie kann man das für sich selber gestalten, dass der Tag schön ist. Das finde ich nämlich sehr wichtig, dass beide Freude haben. Und ich glaube, also ich bin der Überzeugung, das funktioniert auch, dass man nicht denken muss, da wo der eine froh ist, ist der andere nicht froh, sondern dass man immer einen Weg finden kann, wie das für beide richtig gut passt. Für die Erwachsenen, glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass sie auch eine Tätigkeit, also eine eigene Tätigkeit haben. Während das Kind zufrieden spielt, kann man selber irgendwas machen. Also, weiß nicht, Handwerken, basteln, irgendwas gestalten oder so, was halt so passt fürs Kind auch. Ich kann mir nämlich vorstellen, und das ist ja klar, das Kind beobachtet einen, das merkt man ja immer wieder an Situationen, dass es sehr wohl aufgepasst hat, was man so macht. Und das beobachtet, glaube ich, nicht nur, was macht man, sondern auch, wie macht man das. Also macht man das mit Freude. Zum Beispiel freue ich mich, dass ich sehr gerne putze, weil das ist für das Kind sicher auch schön, das zu erleben. Ja, die Mama macht es gerne halt. Und so ist es ja auch, dass es schön ist, wenn man eine eigene Tätigkeit hat, weil sonst ist ja für das Kind die Frage, okay, was ist für meine Eltern wirklich wichtig? Und wenn es dann feststellen muss, oh, das bin ja ich bin das Einzige, was denen wirklich wichtig ist, glaube ich, ist es für das Kind schon auch ein bisschen viel halt, weil dann hängt alles von seinen Stimmungen ab. Also wenn das weiß er dann, es muss quasi was leisten, damit die Eltern fröhlich sind, es muss sich irgendwie ständig freuen, dass die Eltern fröhlich sind. Und das ist ja wie eine Überfrachtung, glaube ich, auch fürs Kind. Also von daher lohnt es sich ja auch, was zu tun, was halt einem selber Freude macht. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe Öko-Mamis und da habe ich zufällig was gelesen über die Ja-Umgebung. Das finde ich einen schönen Begriff. Also dass man für sein Baby eine Umgebung hat, in der es die Dinge tun, also anfassen darf, dass man nicht ständig sagen muss, nein. Und vor allem finde ich das total wichtig, auch für einen selber, dass man eben nicht Sorge haben muss, oh Hilfe, wenn ich es jetzt nicht rechtzeitig merke, dass es dahin krabbelt oder dahin klettert. Das ist ja für einen selber auch total entlastend, wenn die Umgebung wirklich sicher ist, zumindest in einem Raum. Bei uns ist es das Wohnzimmer und sonst halt weitgehend. Und dann ist man auch viel entspannter und eben entspannt sein und Freude haben, das finde ich, ist auch total wichtig. Und schön ist es natürlich, wenn das in allen Räumen weitgehend geht, dass man da einfach zusammen sein kann, weil eben gerade wenn es dem Baby langweilig wird, ist das Räumewechseln so toll. Und wenn es dann losspielt und so mittendrin ist es ja auch schön, wenn man es nicht wegtragen muss, sondern wenn man halt dort noch irgendwas tun kann. Also da fällt mir dann immer was ein, wenn sie jetzt gerade im Bad schön spielt, dann putze ich halt noch das Waschbecken oder so. Oder, weiß nicht, tu mir die Nägel schneiden oder irgendwas. Also ich finde, so kann man das auch immer schön für sich lösen, dass man nicht in Hektik kommt. Und das ist, finde ich, auch das Schöne an einem selbstbestimmten Tagesablauf. Also, dass man nicht so viele Termine hat, dass man bei aller Struktur trotzdem immer so einen Spielraum hat, um nicht sich hetzen zu müssen, sondern das, was gerade schön ist, dass man das so dann noch zu Ende machen kann. Ein großer Vorteil ist, dass
man dann, wenn man das eben tagsüber diese Dinge tun kann, das abends nicht machen muss. Und ich versuche wirklich alles zu vermeiden an Haushalt, an irgendwas, was ich tun muss, dass ich das mit Kind tue und nicht abends. Also sobald sie im Bett ist und schläft, habe ich frei und das ist mir total wichtig. Also das Einzige, was wir nicht machen, ist Staubsaugen, wenn sie dabei ist, weil der Staubsauger so laut ist. Und alles andere kann man halt super zusammen machen und das macht dann auch besonders Spaß, finde ich. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass es zur eigenen Familie passt. Und ich finde, es kostet Überwindung erstmal. Also dran zu bleiben, wirklich, man hat sich das vorgenommen, dass man es auch wirklich ausprobiert und nicht aufgibt, auch wenn es einfach mal 3 Tage nicht klappt, dann halt danach wieder damit weitermachen. Anders, finde ich, bekommt man es nicht hin. Also von selber läuft es nicht. Da muss man schon dranbleiben, finde ich. Aber es lohnt sich absolut. Und es ist wirklich was, womit man das Kind sehr gut stärken kann fürs Leben, glaube ich. Einen schönen Artikel, den habe ich noch unten verlinkt. Da geht es um heilende Rituale nach einer traumatischen Geburt. Wen das interessiert, der kann da unten mal schauen. Und sonst viel Spaß bei den eigenen Ritualen.